Hallo zu einem neuen Passat B6 3C Video. Wir schauen uns heute einmal an, wie man die Handschuhfachbeleuchtung ausbaut. Und dafür müssen wir im ersten Schritt das Handschuhfach ausbauen. Ja, möglichst sollte das Handschuhfach zuerst leer sein. Handschuhfach ausbauen wird auch für ganz viele andere Arbeiten immer benötigt. Gibt es auch noch etliche andere Videos auf unserem Kanal. Hier sieht man übrigens kurz unseren DVD-Wechsler. Der ist auch in der Einheit mit dem Handschuhfach. Muss man aber tatsächlich nicht das Handschuhfach ausbauen, wenn man den ausbauen möchte. Das funktioniert anders. Gibt es auch ein Video auf unserem Kanal. Wir haben nämlich mittlerweile eine Playlist mit wirklich etlichen Videos vom Passat aus allen Bereichen, vom Motor über Fahrwerk, über Innenraum, über Elektronik, über Verschleißmaterial, Verschleißteile, wie jetzt an der Rückseite die Scheibenwischer. Und wenn ihr da einfach mal schauen wollt, was für Arbeiten auf euch zukommen oder was für Werkzeuge für irgendwelche Arbeiten benötigt, was für eine Teilenummer ihr braucht, wenn ihr da irgendwas repariert, dann könnt ihr gerne einmal in die Playlist schauen, da ist bestimmt was für euch dabei. So, die ersten beiden Schrauben haben wir jetzt schon gesehen, habe ich hier an der Oberseite rausgedreht, dann haben wir hier und hier drüben jeweils noch eine Schraube. Was ich vorher auch kurz in die Kamera gehalten habe, was wir jetzt hierfür benutzen, ist ein Torx-Bit, und zwar ein T20. So, nachdem wir hier oben die Schrauben alle gelöst haben, die 4 Stück, können wir hier unten, ihr seht, 1, 2 und 3 ebenfalls Torx T20 Schrauben lösen. So, ich tue jetzt hier rechts noch diese Abdeckung öffnen, weil an der Innenseite vom Handschuhfach ist so eine Plastikabdeckung, wo dann auch der Riegel von der vorderen Klappe quasi einrastet, und da kann man einfach hier diese beiden Nasen noch nach vorne hebeln. Da hat man ein bisschen mehr Platz. Ja, hier, das war jetzt nicht ganz auf dem Video, aber man hat schon gesehen, da ist das Handschuhfach einfach rausgefallen. Ich habe gerade eigentlich noch geschaut, wo es hängt. Und hier hinten sieht man schon die Fußraumbeleuchtung, die war hier auf Zug. Da haben wir gleich abgesteckt. Man hat gesehen, der Stecker hat 2 Nasen, die man einfach nur zusammendrücken muss. Bei dem Stecker ist es so, hier ist seitlich eine Nase, wo den ganzen festhält. Die drückt man dann einfach seitlich weg und dann kann man den Stecker abziehen. Hier unten für die Handschuhfachbeleuchtung haben wir auch wieder so einen Stecker mit links und rechts der Entriegelung, die man einfach nur nach innen zusammendrückt und dann kann man den abziehen. Hier haben wir den Stecker für Airbag On-Off. Quasi für den Beifahrer-Airbag, den deaktivierbaren. Da wird einfach nur diese blaue Hebel nach oben gezogen. Was man jetzt hier nicht gesehen hat, genau hier, ich habe es gerade eingeblendet, ist der Schlauch für die Handschuhfachbelüftung. Der ist hier bei mir von alleine runtergerutscht. Den müsste man theoretisch dann auch noch abziehen, ist aber, glaube ich, selbsterklärend. Wichtig ist auch, dass man ihn beim Wiedereinbauen nicht vergisst. Hier haben wir noch vom DVD-Wechsler den Stecker abgezogen. Den habt ihr eventuell auch gar nicht. Und dann ist das Handschuhfach hier auch schon draußen. Da hier nochmal wo der Schlauch fehlt. Jetzt, wo wir einmal das Handschuhfach draußen haben, habe ich es hier einmal vorne auf die Motorhaube gepackt. Jetzt sehen wir hier an der linken Seite einmal die Lampe. Die sieht man hier. Da ist an einer Seite der Stecker und an der anderen Seite ist eine Plastiknase im Prinzip. Diese Nase kann man da etwas reindrücken. Ich mache es jetzt hier mit einem Schraubenzieher und dann kann man nach innen, also quasi ins Handschuhfach rein, die Lampe rausdrücken. Genau, Handschuhfach dafür am besten aufmachen. So, dann haben wir hier einmal die Lampe draußen. Einbau erfolgt dann ganz einfach andersrum, das heißt einfach wieder von innen einklipsen. Genau, das war's zu dem Video. Ihr könnt gerne einmal unseren Kanal besuchen. Wir haben eine Playlist mit mittlerweile etlichen Passat B6 Anleitungsvideos zu allen möglichen Reparaturen und Ein- und Ausbauten im Innenraum, aber auch außen, im Motorraum, unten. Alles, was es so gibt. Gerne vorbeischauen und auch gerne abonnieren für weitere Videos zum Passat.